Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch mit uns, German Podcast für Arabischsprachige. Ich bin Sarah. Und ich bin Marc. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir ein besonderes Thema. Wie denkst du auf Deutsch, ohne zu übersetzen? Ja, kennst du das? Du willst etwas sagen, aber in deinem Kopf läuft zuerst die Übersetzung von deiner Muttersprache ins Deutsche. Das kostet Zeit und macht unsicher. Genau. Aber wir zeigen dir heute, wie du das ändern kannst. Es ist keine Magie, sondern Übung. Und wir machen es mit einfachen Sätzen, die du sofort ausprobieren kannst. Alles ganz entspannt. Los geht's. Ich fange an. Viele denken, auf Deutsch denken, das können nur Fortgeschrittene. Aber das stimmt nicht. Ich habe das selbst erlebt. Am Anfang habe ich auch immer im Kopf übersetzt. Zum Beispiel, ich sehe einen Tisch und denke zuerst Table, dann der Tisch. Das war anstrengend, aber dann habe ich angefangen, kleine Sätze laut zu sagen. Das ist ein Tisch. Der Tisch ist braun. Ohne Übersetzung. Einfach nur beschreiben, was ich sehe. Das ist der erste Schritt. Und weißt du, was mir geholfen hat? Ich habe die Wörter mit Bildern verbunden, nicht mit Übersetzungen. Wenn ich Apfel gelernt habe, habe ich nicht an Apple gedacht. Ich habe einen roten Apfel vorgestellt. Ich habe ihn gerochen, mir vorgestellt, wie er knirscht. Das klingt vielleicht komisch, aber es funktioniert. Dein Gehirn merkt sich Bilder und Gefühle viel besser als Wörter. Also mein Tipp: Such dir jeden Tag 3 Dinge in deiner Wohnung und beschreibe sie auf Deutsch. Nur für dich. Keine Angst vor Fehlern. Danke, Sarah. Das mit den Bildern ist echt gut. Ich habe eine andere Übung gemacht, als ich angefangen habe. Ich habe mir kleine, einfache Fragen gestellt. Was mache ich gerade? Ich trinke Kaffee. Wo ist der Kaffee? Der Kaffee ist auf dem Tisch. Ich habe das den ganzen Tag gemacht. Beim Zähneputzen, beim Kochen, beim Gehen. Nicht perfekt, einfach nur laut oder leise gesprochen. Nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, ich muss nicht mehr so viel übersetzen. Die Sätze kamen automatisch. Das Wichtigste dabei? Mach dir keinen Druck. Am Anfang sind die Sätze kurz, vielleicht nur 2, 3 Wörter. Das ist okay. Zum Beispiel, ich gehe. Die Sonne scheint. Das ist schön. Das reicht völlig. Später kommen längere Sätze von allein. Und wenn du einen Fehler machst, egal. Dein Ziel ist nicht perfektes Deutsch. Dein Ziel ist, dass Deutsch in deinem Kopf ankommt. Also, sprich mit dir selbst, jeden Tag ein paar Minuten. Das ist wie Training für dein Gehirn. Weißt du, Marc, viele haben Angst vor Fehlern. Sie denken, wenn ich einen Fehler mache, dann lerne ich es falsch. Aber das stimmt nicht. Fehler sind wichtig. Ich habe mal gelesen, Kinder machen ständig Fehler, wenn sie sprechen lernen, und trotzdem werden sie besser, weil sie einfach üben. Wir Erwachsenen sind oft zu perfekt. Wir wollen alles richtig machen, aber das blockiert uns. Mein Tipp? Erlaube dir, Fehler zu machen. Sag einfach los. Dein Gehirn lernt aus jedem Fehler. Eine andere Technik, die mir hilft: Ich höre kurze Sätze aus Podcasts oder Serien und wiederhole sie. Aber nicht automatisch, sondern ich versuche sie zu fühlen. Zum Beispiel höre ich freue mich auf das Wochenende. Dann sage ich den Satz laut und stelle mir vor, wie ich mich freue. Ich verbinde den Satz mit meinem eigenen Gefühl. So bleibt er im Kopf. Das ist viel besser, als stundenlang Vokabeln zu pauken. Qualität statt Quantität. Hast du auch so eine Technik, Marc? Ja, ich habe eine Technik, die mir sehr geholfen hat. Ich nenne sie 5-Minuten-Tagebuch auf Deutsch. Jeden Abend schreibe ich 3 kurze Sätze auf. Zum Beispiel: Heute war es warm, ich habe mit einem Freund gesprochen, ich bin müde. Das sind nur einfache Sätze, aber ich schreibe sie auf Deutsch, ohne nachzudenken, und ich lese sie später laut vor. Das macht 2 Dinge. Erstens übe ich das Schreiben und Sprechen. Zweitens merke ich kann schon viel sagen. Das motiviert. Und weißt du, was ich dabei gelernt habe?
Es geht nicht um große Wörter, sondern um den Alltag. Die meisten Gespräche bestehen aus einfachen Sätzen. Ich bin hungrig. Wo ist der Schlüssel? Kommst du mit? Wenn du diese Alltagssätze automatisch kannst, dann hast du schon viel gewonnen. Und genau diese Sätze kannst du mit deinen kleinen Übungen trainieren. Also, fang heute an, beschreib deinen Morgen oder schreib 3 Sätze über deinen Tag. Nur 5 Minuten, das reicht. Ich möchte noch etwas Persönliches erzählen. Am Anfang hatte ich große Angst, auf Deutsch zu denken. Ich dachte, ich kann noch nicht genug. Aber dann habe ich gemerkt, ich brauche nicht viele Wörter. Ich brauche nur die Wörter, die ich schon kenne. Und die muss ich benutzen. Also habe ich angefangen, meinen Tag mit den Wörtern zu beschreiben, die ich konnte. Das waren vielleicht nur 50 Wörter, aber ich habe sie immer und immer wieder benutzt. Und nach ein paar Wochen kamen neue Wörter von allein dazu. Was ich dir damit sagen will, nutze das, was du schon kannst. Du musst nicht warten, bis du perfekt bist. Fang jetzt an. Denk heute beim Frühstück auf Deutsch: Ich esse Brot. Ich trinke Tee. Die Tasse ist rot. Das sind einfache Sätze, aber sie sind auf Deutsch. Und wenn du das jeden Tag machst, wird es zur Gewohnheit. Irgendwann denkst du automatisch auf Deutsch, ohne es zu merken. Das ist das Ziel. So, Marc, jetzt bist du wieder dran. Danke, Sarah. Deine Geschichte erinnert mich an etwas Wichtiges. Regelmäßigkeit ist wichtiger als Menge. Es ist besser, jeden Tag 5 Minuten auf Deutsch zu denken, als einmal pro Woche 2 Stunden zu pauken. Unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Kleine Einheiten, aber jeden Tag. Das ist wie beim Sport. Jeden Tag ein paar Liegestütze bringen mehr als einmal im Monat ins Fitnessstudio. Also such dir eine feste Zeit, vielleicht morgens beim Zähneputzen oder beim Spazierengehen, und dann denk auf Deutsch. Und noch ein Tipp: Mach es dir leicht. Du musst nicht über komplexe Themen nachdenken. Denk über deine Umgebung nach. Der Himmel ist blau. Das Auto ist laut. Ich mag diesen Baum. Das sind einfache Sätze, aber sie trainieren dein Gehirn, auf Deutsch zu bleiben. Wenn du ein Wort nicht kennst, umschreibe es. Statt Schreibtisch sagst du der Kisch, wo ich arbeite. Das ist auch gut. Wichtig ist nur, bleib auf Deutsch, nicht zurückspringen in die Muttersprache. Weißt du, Marc, ich finde, wir haben viele praktische Ideen gesammelt. Aber ich möchte noch über Geduld sprechen. Diese Fähigkeit, auf Deutsch zu denken, kommt nicht von heute auf morgen. Es dauert. Und das ist okay. Ich hatte Tage, da hat es gar nicht geklappt. Mein Kopf war voll mit der Muttersprache. Ich habe mich geärgert. Aber dann habe ich gemerkt, das ist normal. Es ist wie ein Muskel. Man trainiert und irgendwann wird er stärker. Also, sei geduldig mit dir. Eine kleine Challenge für dich. Versuche heute Abend 10 Minuten auf Deutsch zu denken. Schließ die Augen, denk an deinen Tag, aber alles auf Deutsch. Fang mit einem Satz an. Heute Morgen bin ich aufgestanden. Dann der nächste. Ich habe gefrühstückt. Und so weiter. Wenn du nicht weiter weißt, mach einen einfachen Satz. Ich weiß das Wort nicht. Hauptsache, du bleibst dran. Das ist dein Training für heute. Und dann schreib uns, wie es war. So, Marc, jetzt bist du dran. Danke, Sarah. Das ist eine gute Challenge. Ich mache sie heute auch. Und ich möchte noch etwas sagen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder lernt anders. Manche denken schnell auf Deutsch, andere brauchen länger. Das ist kein Wettbewerb. Wichtig ist nur, dass du deinen eigenen Weg findest. Vielleicht hilft dir Schreiben mehr, vielleicht lautes Sprechen, vielleicht Hören und Nachsprechen. Probier verschiedene Methoden aus. Finde, was für dich funktioniert. Und dann bleib dran. Ich habe noch eine Übung, die ich gerne mache. Ich denke auf Deutsch, während ich etwas tue, zum Beispiel beim Kochen. Jetzt schneide ich die Zwiebel. Die Zwiebel ist scharf. Meine Augen tränen. Das macht Spaß und ist sehr praktisch. Du übst die Wörter, die du wirklich brauchst, und du bleibst in der Sprache. Versuch das auch mal. Such dir eine Alltagstätigkeit und beschreibe sie auf Deutsch.
So wird Deutsch ein Teil deines Lebens. Jetzt kommen wir zu einem neuen Punkt. Wie bleibst du dran, wenn es schwer wird? Ich kenne das. Man hat gute Vorsätze, aber nach ein paar Tagen wird man faul. Was hilft? Ich habe mir kleine Belohnungen gesucht. Wenn ich eine Woche lang jeden Tag auf Deutsch gedacht habe, habe ich mir etwas Gutes getan. Zum Beispiel einen schönen Film geguckt. Oder ich habe mir selbst gesagt, super, du machst das gut. Das klingt einfach, aber es motiviert. Mein letzter Teil heute. Ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Viele Menschen lernen Deutsch. Viele haben dieselben Probleme. Aber wenn du dranbleibst, wirst du Erfolg haben. Stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du eines Tages ganz natürlich auf Deutsch denkst, ohne Anstrengung. Das ist möglich. Fang heute mit einem Satz an, morgen mit 2 und bald ist Deutsch ein Teil von dir. Ich glaube an dich. So, Marc, jetzt bist du dran mit deinen letzten beiden Teilen. Danke, Sarah. Das war sehr motivierend. Ich möchte noch über Hilfsmittel sprechen. Du musst nicht alles alleine schaffen. Es gibt viele gute Apps, Podcasts wie unseren und auch einfache Kinderbücher auf Deutsch. Die haben kurze Sätze und viele Bilder. Perfekt, um das Denken auf Deutsch zu üben. Und wenn du mal nicht weiter weißt, frag einfach. Schreib uns eine Nachricht. Wir helfen gerne. Gemeinsam geht alles leichter. Mein letzter Teil. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. 1. Fang klein an. Beschreibe deine Umgebung mit einfachen Sätzen. 2. Verbinde Wörter mit Bildern und Gefühlen, nicht mit Übersetzungen. 3. Mach Fehler. Sie sind wichtig für deinen Fortschritt. 4. Übe regelmäßig. Jeden Tag ein paar Minuten. 5. Hab Geduld. Es braucht Zeit, aber es funktioniert. 6. Finde deine eigenen Übungen. Tagebuch, Fragen, Kochen, Spazierengehen. 7. Sei nett zu dir selbst und feiere kleine Erfolge. Und das Wichtigste, du kannst das. Wir sind überzeugt. Fang heute an. Ein Satz, mehr nicht. Und dann morgen wieder. Du wirst sehen, Deutsch wird immer mehr ein Teil von dir. Marc, das war eine tolle Folge. Wir haben so viele einfache Techniken gezeigt, oder? Ja, und das Beste, jeder kann sofort anfangen. Man braucht keine teuren Kurse, nur ein bisschen Zeit und Geduld. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast Deutsch mit uns, Podcast für Arabischsprachige. Klick auf Abonnieren und die Glocke, dann bekommst du jede neue Folge sofort. Nächste Woche sprechen wir über Smalltalk auf Deutsch, wie du locker mit anderen ins Gespräch kommst. Und danach kommen Essen und Trinken, Reisen, Arbeit. Alles mit einfachen Worten und vielen Beispielen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Übe fleißig und hab Spaß. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und mach's gut.